Ja, du hast richtig gelesen. 150.000 Euro Prämie für Pflegekräfte als Bonuszahlung. Nicht von der Bundesregierung, nicht von dem Bundesgesundheitsministerium, sondern von uns, von Carefy. Den Link dazu, wie du dich zum Strategiegespräch anmelden kannst, findest du unten in der Videobeschreibung. Doch vorher lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ich habe früher einen tollen Job gehabt und ich habe gutes Geld verdient. Und eines Tages habe ich selbst mein Traumteam gefunden. Als ich mein Team gefunden hatte, habe ich ganz genau gewusst, ich werde dieses Team nur noch verlassen, um etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Ja, heute ist es soweit, oder seit einiger Zeit ist es mittlerweile soweit. Ich habe meinen Traum verwirklicht und mich selbstständig gemacht. Warum? Um dir zu helfen, um meinen Kollegen zu helfen, um etwas Staub aufzuwirbeln, um für Unruhe zu sorgen und um vor allen Dingen Pflege wieder attraktiv zu machen. Weil ich finde, es ist der schönste Beruf, den man lernen kann. Aber zurück zu meiner Geschichte. Ich habe damals 1.300 Euro netto mehr verdient, als ich dann in meinem letzten Team verdient habe, wo ich dann freiwillig gewechselt bin. Das bedeutet, ich habe tatsächlich darauf verzichtet, jeden Monat 1.300 Euro mehr zu haben. Also darauf habe ich verzichtet, weil Geld nicht alles ist. Insbesondere nicht in der Pflege. Natürlich ist Geld schön und Geld ist wichtig und von Geld kann man sich schöne Sachen kaufen, absolut keine Frage. Aber gerade in der Pflege verbringt man dermaßen viel Zeit mit seinem Kollegium, dass Geld da nicht immer die treibende Kraft sein kann. Wenn ich bedenke, was für grandiose Gespräche ich im Dienst mit meinen Kollegen hatte, wie ich mich immer blind auf sie verlassen konnte. Und liebe Freunde aus der Psychiatrie, ihr fehlt mir, ganz ehrlich. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, genau diesen Pflegebonus von Carefy ins Leben zu rufen und allen Leuten eine kleine Motivation zu geben, weil ich finde, wenn du jetzt anfängst zu überlegen, ob du dein Team verlassen sollst für 1.500 Euro, dann bist du höchstwahrscheinlich auch nicht glücklich. Und das ist doch letzten Endes das Wichtigste, dass man sich in einem Team wohlfühlt, dass man in einem Team gut klarkommt, dass man ja einfach eine zweite Familie so ein Stück weit auch findet. Vielleicht bin ich da auch ein wenig naiv oder romantisch eingestellt, ich weiß es nicht. Du musst ja auch nicht so ticken wie ich, aber für mich war ein Team immer etwas ganz Besonderes, weil ich häufig meine Kollegen öfter gesehen habe als meine Partnerin oder als meine Familie und wichtige Themen sind thematisiert worden, auch auf gegenseitiger Basis. Und man konnte sich blind aufeinander verlassen, weil man ganz genau gewusst hat, wer einem da gegenüber sitzt. Auch was die Zukunft angeht, denke ich mir, sollte tatsächlich eine zweite Corona-Welle kommen oder ein anderes Virus uns irgendwann an den Hals wollen, weil im Gegensatz zu allen anderen da draußen wissen wir, die im Krankenhaus Schrägstrich gearbeitet haben, es gibt ständig ein Virus, was einen an den Kragen will. Und da hätte ich doch ganz gerne gut funktionierende Teams, gut aufeinander angespielte Teams und auch Leute, die glücklich und zufrieden sind. Denn Fakt ist, wenn du an deiner Arbeitsstelle nicht zufrieden bist, nicht glücklich bist und dich einfach bloß zur Arbeit schleppst, dann bringst du keine Leistung, sondern du bringst schon Leistung, aber maximal 30-50% von dem, was du leisten könntest, weil du einfach keinen Bock drauf hast. Ja? Nennen wir das Kind beim Namen. Wenn du dich zur Arbeit quälen musst, dann macht Arbeit keinen Spaß. Und jetzt kannst du natürlich losgehen und mit dem Finger auf alle Leute zeigen, die dafür verantwortlich sind und sagen, die Politik ist schuld, meine Pflegedirektion ist schuld, meine Stationsleitung ist schuld und. Kannst du machen, wird allerdings nicht viel nützen. Du kannst allerdings dich auch hinstellen und sagen, okay, für mich passt das nicht. Ich war selber in der Situation, dass ich in Teams gearbeitet habe, wo die Teams gut funktioniert haben, wo die Leute auch gut waren, wo ich allerdings mit den Leuten irgendwann nicht mehr klargekommen bin. Sei es, weil ich mich verändert habe, sei es, weil sich die Konstellation verändert hat oder sonst etwas. Aber jede Beziehung, die irgendwann nicht mehr funktioniert, muss ein Ende finden. Und dafür die 1.500 Euro, die sollen dir jetzt
einfach als kleine Motivationsstütze dafür dienen, dich ernsthaft mit dir auseinanderzusetzen und vor allen Dingen, was du möchtest. Möchtest du weiterhin dort arbeiten, wo du jetzt arbeitest, ist eigentlich alles gut, außer ein paar äußerlichen Faktoren, dann absolut kein Thema. Ich werde nicht irgendwelche gut funktionierenden Teams auseinanderreißen. Niemals. Aber wenn du sagst, du bist schon seit längerem nicht mehr zufrieden, es klappt hinten und vorne nicht, du bist einfach nicht mehr glücklich, es kann ja sonst alles wunderbar laufen, aber du passt da nicht mehr rein, dann klick auf den Link, füll das Formular aus, kostenloses Strategiegespräch mit mir oder einem aus meinem Team und dann finden wir eine Lösung für das Problem. Entweder auf Station oder beim anderen Arbeitgeber. Aber unsere Aufgabe ist es in erster Linie für dich, deinen Traumjob, dein Traumteam zu finden. Einfach aus dem Grund, weil ich mit so vielen tollen Menschen habe zusammenarbeiten dürfen und so viele Leute gesehen habe, die wirklich gut in dem sind, was sie machen und fürchterlich unglücklich in den Teams, wo sie arbeiten. Gut, dann bleib gesund und auf bald.